hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man so einen leuchtenden Kreis in seinen Hintergrund integrieren kann. Vorab, ich habe schon einige ähnliche Hintergrundvideos gemacht. Und zwar war da dieser Kreis in einem leuchtenden Blau oder Pink oder Türkis mit den Prismacolors in dem Buch Lost Ocean von Jenna Basford. Ich werde euch alle Videos, die einen ähnlichen Hintergrund haben, sowie auch Hilfvideos, wie ihr zum Beispiel Gemsel benutzt, also ein Blendmedium, auch unten in der Infobox verlinken. Also schaut da auf jeden Fall vorbei, wenn ihr weitere Tipps und Hilfen braucht. Dann zeige ich euch in dem ersten Teil des Videos, wie ihr diesen Kreis malt und im zweiten Teil des Videos, wie ihr das in euren Hintergrund integriert. Das ist übrigens ein kostenloser Download auf der Website von Jenna Basford aus dem Malbuch Flourish, und dieser Pilz ist auch in ihrem neuesten Malbuch Worlds of Wonder zu finden. Also geht auf jeden Fall zur Website, wenn ihr dieses kostenlose Download haben möchtet, oder schlagt euer Buch auf, wenn ihr das Buch zu Hause habt. Dann viel Spaß beim Mitmalen und jetzt geht's auch schon los mit dem Tutorial. Ich male hier mit dem Polychromos und benutze die Farben Chromoxidgrün 278, Permanentgrün Oliv 167 und Maigrün 170. Alternative Stiftemarken könnt ihr unten in der Infobox entnehmen. Wenn ich ähnliche Farben gefunden habe, werde ich sie auf jeden Fall notieren. Dann fange ich damit an, mit der hellsten Farbe einen ganz leichten Kreis zu malen. Hier für euch habe ich den ein bisschen dunkler gemalt, aber normalerweise würde ich den viel heller malen. Und dann lege ich mit der hellsten Farbe Maigrün meinen Hintergrund vor. Ich male hier wirklich leicht, ganz locker aus dem Handgelenk, ohne jeglichen Druck. Ich möchte nur die Farbe vorlegen und erstmal ein Gefühl dafür kriegen, wie weit der Strahl von meinem Bouquet-Hintergrund reichen soll. Dann nehme ich meine dunkelste Farbe, Chromoxidgrün 278, und male auch hier ganz leicht den dunkelsten Ring um meinen Leuchtpunkt herum vor. Der Grund, warum ich wirklich leicht anfange, ist, dass ich erstmal schauen möchte, wie groß dieser Strahl ist, wie weit ich mit den Farben gehen möchte und einen groben Kreis um den Leuchtpunkt abstecken möchte. Das hilft mir einfach, vorsichtig zu sein, Fehler zu vermeiden, weil ich so immer noch korrigieren kann, aber wenn ich wirklich zu dunkel anfange, habe ich nicht mehr die Chance, meine Farben in irgendeiner Weise heller zu machen. Ich arbeite hier auf einem Bristol Vellum Zeichenpapier und das ist etwas raues Papier, das heißt, mein Stift gibt sehr viel mehr Pigment ab, obwohl ich wirklich gar nicht drücke. Das liegt eben daran, dass die raue Struktur bei etwas weicheren Stiften wie die Polychromos schon einen hohen Farbabrieb abgeben. Deswegen wundert euch nicht, dass meine Farben ein bisschen dunkler aussehen als bei euch. Das liegt daran, dass die Struktur meines Papiers etwas rauer ist. Nichtsdestotrotz ist die Technik auf dem Malbuchpapier oder auf diesem Papier eigentlich die gleiche. Falls euch das Thema interessiert, ich werde auch unten in der Infobox einen Link zu meinem Video über die verschiedenen Papiersorten verlinken. Genauso wie ein Link zu dem Blog, den ich bei Amazon gekauft habe. Ich muss sagen, ich mag dieses Papier wirklich gerne. Es war zuallererst gewöhnungsbedürftig, aber mit dem Polychromos habe ich es wirklich zu schätzen und zu lieben gelernt. Jetzt arbeite ich mit meiner mittleren Farbe Permanentgrün Oliv und arbeite die Farbe eben zwischen meiner dunkelsten und meiner hellsten Farbe ein. Ich arbeite Schicht für Schicht. Das hilft damit, dass die Farben sich wirklich mischen, dass man keine harten Übergänge sieht, und ich arbeite immer noch sehr leicht aus dem Handgelenk,
keinerlei Druck, kleine kreisende Bewegungen. Und jetzt meine hellste Farbe, Maigrün, blende ich in meine mittlere Farbe und gebe dem Kreis ein bisschen mehr Pigment. Und mit dieser letzten Schicht habe ich dann erst abgesteckt, wie meine Farben verlaufen sollen, wie weit ich mit meiner dunkelsten Farbe reingehen möchte, wie weit meine mittlere Farbe geht und wie weit meine hellste Farbe geht. Und jetzt kann ich mit mehr Druck dran gehen. Und zwar nehme ich jetzt wieder meine dunkelste Farbe und arbeite alles nochmal nach, was ich vorher gemalt habe. Und das mit mehr Druck. Immer noch nicht so viel Druck, dass ich keine Farben mehr reinblenden kann, aber doch mehr Druck, dass diese weißen, körnigen Strukturen sich ein bisschen glätten, die man jetzt auf dem Papier sieht, und dass meine Farben viel satter wirken. Und jetzt arbeite ich diesen Kreis in meinen restlichen Hintergrund mit ein. Das ist ein Hintergrund, in dem es nicht wirklich Farbverläufe gibt. Ich habe mal helle Farben, mal dunkle Farben, aber worauf ich achte, ist, dass der Rand dunkel ist. Einfach weil das in diesem Bild wichtig ist, da ich diesen aufgerissenen Effekt habe und ja der aufgerissene Rand immer noch Schatten wirft auf das Innere des Bildes. Deswegen gebe ich mir Mühe oder versuche darauf zu achten, dass der äußere Rand dunkel ist und blende dann verschiedene Farben von meinen 3 Grüntönen so, dass ich wirklich sanfte Verläufe habe, aber nicht gleichbleibend von dunkel nach hell, sondern hier mal einen Fleck dunkel und hier mal einen Fleck hell. Und in dieser Situation ergibt es Sinn, dass ich mit meinem Chromoxidgrün erstmal meinen dunklen Rand von dem Leuchtpunkt ausblende, dann mit meinem mittleren Grün weiterarbeite, also mit dem permanent Grün Oliv, und dann nehme ich gleich mein hellstes Grün, das Maigrün, und blende alles mit der hellsten Stelle von dem Hintergrund, den ich schon bisher fertig hatte, zusammen. Und so kommt eben ein schöner Übergang von dem hellen Grün über den mittleren zu dem dunklen Grün und dann auch einen schönen Übergang zu dem Leuchtpunkt. Ich habe an manchen Stellen in diesem Bild Farbverdünner benutzen müssen, einfach weil die Struktur des Papiers so rau ist und es mir geholfen hat, Stift und Zeit einzusparen. Ich werde noch mal ein separates Video zu dem Thema Farbverdünner unten in die Infobox stellen.
falls es euch interessiert und falls ihr auch damit arbeiten möchtet. Es hilft auf jeden Fall. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß bei dem Tutorial. Ihr seid motiviert, jetzt selber die Stifte in die Hand zu nehmen und zu malen. Und ich freue mich, euch beim nächsten Video nächste Woche Freitag zu sehen. Bis dann!